Eben habt ihr meine Reiseausrüstung gesehen und jetzt zeige ich euch, was ich mitnehme, wenn ich nicht als Tourist unterwegs bin, sondern als Fotograf. Da hätten wir einmal mein Digi-Koffer, Laptop und allem drum und dran, meine Kameratasche, 2 Kameras, alle Objektive, die ich habe und meine Blitze. Also fangen wir an mit meinem Trolley. Peli Air 1535. Das ist die Leichtbau-Variante der Peli Cases. Sehr praktisch, weil ich mache den jetzt mal auf und dann seht ihr, was da alles drin ist, dass der Koffer an sich schon mal schön leicht ist. Also das Wichtigste, was dabei sein muss, ist natürlich mein Laptop. Das heißt, ich fotografiere direkt in den Laptop rein. Es wird immer getethert, damit man ein großes Display hat, um direkt checken zu können, wie sehen die Bilder aus, was muss noch verbessert werden. Das Ganze kommt aufs Stativ und ist dann immer direkt einsatzbereit. So, weiter geht's. Wir haben hier oben Backup-Festplatten, immer genug dabei haben, daran darf man wirklich nicht sparen und alle möglichen Kabel, die man so braucht. In der nächsten Tasche haben wir eine Zugentlastung für das Tether-Kabel an der Kamera, erkläre ich gleich, wenn wir zu den Kabeln kommen. Auch mal wieder was super Wichtiges, das ist mein Color Checker. Mit dem passenden Kalibriergerät dazu kann man dann hiermit, entweder mit den Farben oder mit der Graukarte, immer sicher sein, dass man die richtigen Farben hat und von den richtigen Farben aus anfängt. Was dann am Ende damit passiert, kommt auf den Look drauf an, den ihr haben wollt. Hiermit könnt ihr euch aber sicher sein, dass alles auf jeden Fall richtig anfängt. Dann geht's weiter mit Ladegerät für den Laptop, passende Ladekabel dazu, das Ganze auch nochmal fürs Handy mit dabei. Tetherkabel, in dem Fall ein Repeater, USB-Verlängerung, knappe 4,5 Meter. Und dann das Tetherkabel selber, falls das mal zu kurz sein sollte mit den 4,5 Metern, hier nochmal die Verlängerung. Das heißt, hier kommt eine Seite in die Kamera, aber um den USB-Port an der Kamera zu schützen und die Kamera an sich mit dem Tetherblock unter der Kamera das Kabel hier durchlegen, unter die Kamera schrauben, dann passiert auf jeden Fall nichts an dem USB-Port, wenn man hier an der Seite zieht. Ist super wichtig, falls ihr länger was von eurer Kamera haben wollt. Dann haben wir hier einen Akku, falls der Laptop mal den Geist aufgibt, dass man den Laptop unterwegs laden kann und immer Strom hat. Auch wenn man jetzt mal nicht an der Steckdose ist, dass man da immer auf der sicheren Seite ist. Hier noch ein paar Klemmvorrichtungen für die Aufnahmeplatte vom Laptop. Und dann gucken wir uns mal den Laptop genauer an. Ich habe es jetzt mal schnell aufgebaut, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Hier die Kamera mit dem Kabel, Tetherblock als Zugentlastung. Das heißt, es macht der Kamera überhaupt nichts, wenn ich hier dran ziehe. Das MacBook sitzt sicher auf der Digiplate festgeklemmt. Da kann wirklich nichts passieren. Wir haben eine externe Festplatte, das zusätzliche Kabel unten dran und hier drüben mit dem Akku die Stromversorgung. Und damit kann es eigentlich schon fast losgehen. So, kommen wir jetzt zur Fototasche. Das ist bei mir ein Camera Cube von Peak Design, also eigentlich ein Fotorucksack-Einsatz, ist aber für alles, was ich habe, so praktisch, dass es alles zusammen hier reinpasst und deswegen benutze ich das so, wie es ist, als Tasche mit einem passenden Gurt dran. Fangen wir mal an. Also, ein Teil davon habt ihr ja schon gesehen. Sony Alpha 7R3 mit 2414 G-Master. Dann haben wir Samyang 45 mm. Wenn überhaupt nur super selten im Einsatz, meistens eigentlich gar nicht, aber immer gut dabei zu haben, das Yashica 135er. Dann noch meine Lieblingsporträtbrennweite, Carl Zeiss 5518 für Sony. Wunderschönes Objektiv, wenn man Porträts macht. Und zur Sicherheit, wenn man nicht weiß, was es werden soll oder wie der Ausschnitt am Ende zu sein hat, noch ein 2470-2.8, falls man irgendwas dazwischen braucht, dass man hier auf der sicheren Seite ist, einfach nur als Backup. Apropos Backup,
Was ich jedem raten kann, ist für solche Fälle immer eine zweite Kamera dabei zu haben. Einfach, falls mal was passieren sollte mit der Kamera oder mit irgendwas anderem an diesem Equipment, dass man einfach noch eine Kamera dabei hat, dass man wenigstens Bilder machen kann. Ich habe das große Glück, dass meine alte Sony Alpha 7R II sich mit dem Nachfolger den Sensor teilt. Das heißt, die Bildqualität ist bei beiden Kameras identisch. Autofokus, Handling, Geschwindigkeit viel, viel besser, deswegen ist das die Hauptkamera. Aber wenn der was passieren würde, habe ich mit dem Vorgänger immer noch dieselbe Bildqualität. Dann, nicht zu vergessen, natürlich ganz viele Akkus. Hier für die 7R3 und hier für die 7R2. Und das hier ist der Auslöser für meine Blitze, zu denen wir gleich kommen. Das Licht für meine Bilder bringe ich immer selber mit, damit ich schon, wenn ich vorher losgehe, weiß, wie die später aussehen, wenn ich nachher zurückkomme. Ich belichte alles mit Blitz und benutze dabei die Blitze von Godox. Das Schöne ist, das sind alles Monolights, das heißt, wir haben ein Akkublitzgerät, ein Fänger ist drin, Akku ist mit dabei. Man kann den sogar laden, während man ihn benutzt, falls die Akkus mal ein bisschen schwach werden sollten. Wir haben hier einen AD400, dann haben wir noch einen AD400, damit man zwei Lampen hat, die exakt die gleiche Ausgabeleistung haben. 400 Wattsekunden reicht eigentlich für alles aus, was man so vorhat. Aber falls mal ein bisschen mehr sein darf oder man auch draußen unterwegs ist und mehr Leistung braucht, habe ich immer noch einen AD600 dabei. Das heißt, 3 Lampen, damit kann man ganz, ganz tolles Licht machen. Bei größeren Räumen kann es schwierig werden. Deswegen zur Sicherheit noch ein AD200 mit dabei. Super kleiner Blitz. Den kann man einfach irgendwo im Raum verstecken, dass der so mit dabei ist, mit Blitz, damit man im Hintergrund noch was erkennt, falls es on Location sein soll und zum Beispiel im Büro noch was Wichtiges zu belichten ist. Das Ganze wird gesteuert auf der Kamera von dem X-Pro Trigger. Das Schöne ist, man hat die Ausgabeleistung hier direkt auf dem Display, kann sich verschiedenste Kanäle und Gruppen einstellen und alles von außerhalb bzw. auf der Kamera aus bedienen, ohne dass man zu jeder Lampe hinlaufen muss und die Leistung manuell einzustellen hat. Das heißt, alles von einem Punkt aus auf der Kamera. Sehr, sehr schön, vor allem wenn man mal alleine am Set ist oder nur mit wenigen Leuten, die helfen können. Wichtig weiterhin, mehrere Akkus für die Blitze, ist ja selbstredend. Und dann noch die ein oder andere Klemme, einfach nur, falls man noch mal irgendwas irgendwo befestigen muss, zusammenhalten muss. Da gibt es eigentlich immer einen Einsatzzweck für. 2 von den Blitzen sind auf Bowens Mount. Und der eine ist auf Profoto. Und zwar, weil mein Lieblingslichtformer tatsächlich der Softlight Reflector von Profoto ist. Und ich super froh bin, dass man die Möglichkeit hat, am AD400 Pro ein Profoto-Bajonett zu montieren, um solche Lichtformer, vor allem die mit dem fest verbauten Bajonett, das man nicht tauschen kann, einfach an seinen Lampen zu benutzen. Meine andere Lieblingssoftbox ist diese hier von der Firma SMDV. Das Schöne an der ist, die lässt sich super schnell und leicht aufklicken und genauso leicht wieder zusammenlegen. Man hat einen schönen runden Reflex, passt eigentlich perfekt für jede Porträtsituation oder auch wenn man draußen unterwegs ist super leicht, nimmt nicht zu viel Platz weg, kann ich nur empfehlen. Zusammenbau geht sogar noch schneller als der Aufbau und ist sofort verstaut. Ein kleiner Geheimtipp noch von mir für Fotos on Location sind Farbkorrekturfolien. Ich habe mir da mal so ein paar gekauft und dann zugeschnitten in so kleine Fetzen. Die kann man sich dann entweder in die Lichtformer reinkleben oder hier vorne vorlegen. Einmal in CTO für Orange und CTB für Blau. Einfach, um sich an die Lichtsituation, die man hat, anzugleichen. Weil Blitze sind immer auf Tageslicht balanciert. Das heißt, wenn man in Innenräumen fotografiert, wo es dann nur Kunstlicht gibt und man einfach nur so einen Farbakzent nehmen will, den es schon gibt im Raum, um ihn wieder aufzugreifen oder zu verstärken, passt das Blitzlicht von der Farbtemperatur eigentlich nie. Und deswegen immer so ein paar Folien dabei haben, kann man dann auch gerne übereinander legen, je nachdem, wie viel man davon braucht, um das Licht, was im Raum schon vorhanden ist, einfach nur noch zu verstärken, ohne die Lichtfarbe zu ändern. Das war's von mir. Falls ihr Fragen habt zu dem, was ich gezeigt und erklärt habe,
Schreibt sie einfach in die Kommentare und dann besucht uns doch gerne auf www.fotomeier.de oder kommt gleich zu uns ins Geschäft in Berlin am Viktoria-Luise-Platz. Wenn ihr noch Lust habt auf mehr solche Videos, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann!